Hallo und herzlich willkommen zu unserer Top 8 Studio Madhouse Anime. Ja, Top 8, weil jeder macht eine Top 10. Wie bereits erwähnt, bekommt ihr jetzt unsere Lieblingsanime aus diesem Studio, also Film ab! Die Geschwister Sora und Shiro sind unbezwungene Zocker in jedem erdenklichen Spiel. Eines Tages werden sie von Ted, dem Gott der Spiele, in ein anderes Universum katapultiert, in dem Spiele die Leben der Menschen entscheiden. Ein Paradies für die beiden und eine süchtig machende Serie nimmt ihren Lauf. Eigentlich will ich immer noch eine zweite Staffel, aber bevor die kommt, erscheint noch die 5. Staffel von Attack on Titan vorher. Please, Madhouse, please. Sawamura Eijun ist ein Pitcher mit einem sich bewegenden Fastball, der eines Tages von einer Frau gescoutet und an die Seidou-Oberschule gebracht wird. In seinem neuen Team angekommen, lernt er viele Freunde und Konkurrenten kennen, die ihm auf seinem Weg, das Ace des Teams zu werden, helfen zu wachsen. Der von Tag zu Tag besser werdende Sawamura muss sich, um mit seinem Team ins nationale Turnier zu kommen, vielen starken Baseball-Verrückten stellen und kommt dabei leider nicht immer so glimpflich davon. Doch mit Hilfe seiner Mentoren und Mitspielern, wodurch er viele neue Techniken lernt, sollte es dem immer schreienden Pitcher irgendwann gelingen, mit seinem Team in das nationale Turnier zu kommen und es zu gewinnen. Der relativ schlecht bewertete Anime aus dem Studio Madhouse ist einer meiner Lieblingsanime aus dem Genre Sport und hat mein Interesse für den Sport und das Studio selbst geweckt. Death Note, das wohl bekannteste Projekt von Madhouse. Die Story von Death Note sollte eigentlich den meisten bekannt sein. Für die 3 Leute, die sie nicht kennen, hier ein kurzer Anriss. Der Highschool-Schüler Light Yagami findet eines Tages ein sogenanntes Death Note des Todesgottes oder Shinigamis Ryuk. Wenn man den Namen einer Person ins Death Note schreibt und sich dabei das Gesicht der Person vorstellt, so stirbt eben diese Person genau wie im Death Note beschrieben. Und so entfaltet sich die Geschichte um Light, Ryuk und L. Dieser L, das bin ich. Was redet er da? Es war einer der ersten richtigen Anime, die ich gesehen habe und der mir die Welt der Anime so wirklich eröffnet hat. Prädikat Must See. Shinichi ist ein ganz normaler Student, wäre da nicht bloß seine Hand. Der 17. Kodansha Manga Award Gewinner für den besten Manga handelt von einem Alien-Parasiten, der sobald er auf die Erde kommt, einen Menschen als Host nehmen muss, um zu überleben. Er hat nur ein Ziel, die Menschheit auslöschen. Dem Verlangen nach Menschenfleisch scheint Shinichi aber zu entkommen, hat sein Parasit es doch nicht geschafft, schnell genug sein Gehirn zu erreichen.
So lebt der normale Student Hand in Hand mit einem Parasiten und muss sein jetziges Leben aufgeben, um die Welt davor zu bewahren, als Futterquelle zu dienen. Netterweise hilft seine Hand, sein Parasit ihm dabei. Der gleich zweifach real verfilmte Manga punktet dabei mit seinen philosophischen Ansätzen und dramatischen Szenen. Mario Minakami muss in ein Jugendgefängnis. Dort trifft er auf 6 andere Jugendliche, alle mit ihrem eigenen Schicksal und ihrer eigenen Geschichte. Zusammen fassen sie den Entschluss, sich zu bessern und nachdem sie abgesessen haben, sich wieder zu treffen. Selbstverständlich ist das leichter gesagt als getan und sie müssen vielen Schwierigkeiten trotzen. Auf meiner persönlichen Liste steht dieser Anime sehr weit oben und ich kann diese Serie wirklich nur empfehlen. Vielen Dank, Madhouse, für dieses Meisterstück. Meisterstück? Meisterwerk? Wie auch immer. Für dieses Werkstück. Vielen Dank, Madhouse, für dieses Werkstück. So heißt das Fußballwunderkind aus Japan und so heißt auch mein erster Manga, den ich je gelesen habe. Sein Traum, einmal mit Japan die Weltmeisterschaft gewinnen. Tsubasa ist ein Fußballnarre, seitdem er laufen kann und zieht zusammen mit seiner Mutter in die Stadt Nankatsu, die für ihre gute Fußballmannschaft bekannt ist. Dort lernt er viele neue Freunde wie Ishizaki oder Genso Wakabayashi kennen, die seinen Traum und seine Leidenschaft teilen und mit denen er jeden Tag unzählige Stunden Fußball spielt. Sein Ziel immer vor Augen lernt er Roberto kennen, einen ehemaligen Profifußballer aus Brasilien, der anfängt, ihn zu trainieren. Durch seine neuen Fähigkeiten wird er langsam der beste Spieler Japans, sein Traum zum Greifen nah. Geh rein! Und ja! Der erfolgreiche Shonen Jump Ableger, der sich über 70 Millionen Mal in Japan verkauft hat, kommt zwar nicht aus dem Hause Madhouse, aber da diese die zweite Staffel gepublished haben, dachte ich mir, diese Chance kann ich mir nicht entgehen lassen. Zwar finde ich den Manga um einiges besser als den Anime, dennoch kann ich nur jedem empfehlen, diesen nachzuholen. Was passiert nach dem Tod? Himmel oder Hölle? Diese Frage entscheidet sich in einer Bar, bei einem Drink und einem zufällig gewählten Spiel, welches das wahre Gesicht eines Menschen zum Vorschein bringen soll. Der Barkeeper, Desim, wie auch immer, richtet über das Schicksal dieser Leute und entscheidet, ob sie eine zweite Chance erhalten oder ob ihre Seele auf ewig in der Leere verschwindet. Ein super spannender Anime für Fans jeden Alters. Na gut, zu jung solltet ihr nicht sein. Mann, Madhouse hat ganz schön viele Titel mit Death im Namen, ne?
Wer eine neue Superhelden-Serie von Marvel sucht, der ist hier komplett falsch. Dann hätten sie gegen diesen Helden überhaupt keine Chance. Hobbyheld Saitama trainiert seit ganz 3 Jahren, um ein Held zu werden. Dabei gehen ihm jedoch alle Haare flöten und er trotzt nur so vor Energie. Doch auch das hat seine Schattenseiten, da einfach jeder Kampf, den er bestreitet, zu einfach ist. Besiegt er doch jeden Gegner mit nur einem Punch. Bugs. They suck. So nimmt die Parodie auf alle Superheldenfilme der Welt ihren Lauf und wir verfolgen Saitama, der mit seinen Kumpanen Genos nach einem richtigen Gegner sucht. Komisch ist nur, dass es niemanden interessiert, dass die ganze Stadt dabei jedes Mal in Schutt und Asche liegt. Der letzte große Preisträger von Madhouse weiß gerade durch seinen stumpfen Humor voll und ganz zu überzeugen und ist verdient hier aufgelistet. この暗い